Heute wieder auf meinem Kanal seid. Jetzt ist es halt gerade ein bisschen eng hier bei mir in der Garage wegen dem Projekt, wegen der Vespa. Kennt ihr ja bestimmt schon, deswegen ist voll, deswegen kann gerade nichts anderes rein. Aber worum geht es heute eigentlich? Heute geht es um was ganz Wichtiges, und zwar die Reifen. Ja, und jetzt nicht irgendwelche Reifen, sondern DDR-Reifen oder neue Reifen. Ja, was ist besser? Und dann wird jetzt natürlich jeder sagen, boah, ist ja klar, ich kaufe nur neue Reifen, damit bin ich sicher unterwegs und ich habe keinen Stress mit und alles. Wir schauen uns das mal an. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich zeige euch mal. Hier, das ist meine MZ. Die werdet ihr vielleicht auch noch mal ein paar Mal sehen, die nächste Zeit. Und da habe ich auch schon viel dran gemacht. Geiles Teil, ja. Schauen wir uns als erstes mal an, worum es eigentlich geht hier. Heute geht es um Reifen. Was habe ich hier vorne drauf? Hier vorne habe ich so ein, was ist das für einer? Das hier ist, ich glaube, der hieß Rubber. Ja, Rubber, genau. Der heißt Rubber. Ich glaube, das ist so ein bekannter Nachbau. Hier unten sieht man jetzt quasi der Jahr, das ist von 11. Also ist auch schon ein paar Jährchen alt, der Reifen. Aber ist, sage ich mal, ein neuer, ja, also kein Original-DDR-Reifen. Den habe ich drauf. Mir hat mal einer am Baggersee, hat mir mal einer den Reifen abgestochen. Da musste ich dort vor Ort so einen neuen drauf machen. Ist ja okay. So, und jetzt zeige ich euch mal den anderen Reifen. Muss hier rumbalancieren, weil ich hier keinen Platz habe hier. Hier. Der andere Reifen. Also wenn ihr mehr über MZ sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Gucken wir mal hier. Also das sieht ja schon mal heiß aus, ne? Was steht hier dran? Das sieht hier aus, als wäre das der Pneumant, ja? Pneumant Original DDR. Ja? Ja, jetzt würdet ihr sagen, boah, spinnst du, Mann, ey, mach doch einen gescheiten Reifen drauf, du bist doch lebensmüde, fährst du mit solche alte Dinger rum, bist du krank, du gefährdest dich und die anderen und so. Ja, jetzt ist interessant, also warum habe ich denn hier jetzt eigentlich einen Originalreifen drauf? Also klar, jeder Vernünftige würde sagen, mach jetzt einen neuen Reifen drauf, hast ja besseren Grip und so, aber jetzt ist der Witz ist ja der, dass ich den bewusst drauf habe. Nicht, weil ich sage, ich fahre den jetzt einfach mal runter. Okay, der ist jetzt auch noch mal so der Beste vom Profil her. Ja, also man sieht hier, der gehört jetzt eigentlich dann auch mal langsam so gewechselt. Der Beste ist ja definitiv noch mal. Und vom Alter sowieso nicht. Aber man spürt's, ist interessant. Die sind zwar, der ist nicht irgendwie härter wie der andere, so vom Gummi her. Ja, man merkt schon, dass es eine andere Mischung ist wie die heutigen. Aber ich sag euch, ich fahre wirklich gut mit dem Ding rum. Also auch bei Nässe und so kein Problem. Und hier, jetzt seht ihr mal das nächste, was hier hinten liegt. Ein neuer Reifen. Ein neuer Reifen, ja? Ist ja geil. Also machst doch einen neuen Reifen drauf jetzt, hä? Nein, das hier ist ein nagelneuer Pneumant-Reifen. Hier, Pneumant, also DDR, ja, Original-Reifen. Ja, jetzt sagt ihr wieder, bist du verrückt, mach doch jetzt endlich einen gescheiten Reifen drauf. Also wenn ich den anfasse, der fühlt sich auch vom Gummi her richtig, also vielleicht hört man es auch, also der ist nicht irgendwie ausgehärtet irgendwie, obwohl der schon 1000 Jahre alt ist. Der ist nicht ausgehärtet, der ist eigentlich gut gelagert, den habe ich so gekauft. Gab's, und manche haben die noch irgendwo rumliegen, ich weiß gar nicht wie, nagelneue. Und da habe ich den gekauft und der kommt dann als nächstes statt dem drauf, wenn der voll runter ist. Warum mache ich den drauf wieder? Weil die Nachbaureifen, ich sage jetzt einfach immer Nachbau halt, dass man eben weiß, die heutige Reifen,
Die haben irgendwie, habe ich das Gefühl, die haben sich runterradiert wie Sau, ja. Die sind innerhalb weniger Jahre, je nachdem, wie schnell du fährst und wie lang du fährst, die sind sofort runterradiert immer. Und auch gerutscht bin ich mit denen. Auch diese Heidenau-Reifen irgendwie, ich meine, die sind nicht schlecht, das will ich auf gar keinen Fall sagen, dass die schlecht sind, aber irgendwie, die sind bei mir immer richtig schnell runtergefahren. Und mit denen habe ich echt noch nie ein Problem gehabt. Ja, weder, dass die äh, also brüchig geworden sind oder irgendwas hier. Also die sind wirklich, und auch auf Nässe sind die gut. Ja, auf Kopfsteinpflaster habe ich auch kein Problem mit denen. Und ja, vielleicht mal ganz genau hinguckt, ganz genau, kann man so minimal schon so hier bei dem Alterserscheinungen sehen, aber mit dem fahre ich ja schon wirklich x Jahre rum und der geht noch, ja, und wenn der mal irgendwie Luft verliert, da drin ist ja ein Schlauch, ja, also der ist ja nicht wie beim Autoreifen, dass der dann, wenn der platzt, dann verreißt den oder was, dann ist ja ein Schlauch drin. Ja, also wenn der mal hier einen Riss hat irgendwie, dann ist immer noch der Schlauch, der mit Luft gefüllt ist. Also das geht ja. Der TÜV hat das noch nie beanstandet, ja, solange der keine Risse hat und so. Also ich bin von den Reifen hier wirklich eigentlich begeistert, muss ich sagen. Und ich werde jetzt den neuen dann irgendwann, wenn es soweit ist, auch drauf machen wieder. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt gar keine neuen Reifen mehr kaufen würde oder so. Auf jeden Fall doch. Also wenn ich nicht an so einen rankomme, dann nehme ich natürlich nagelneuen. Und ich will jetzt hier auch niemanden sagen, kauf hier unbedingt hier so einen alten Knochen hier. Das will ich auch nicht sagen. Das muss jeder selber wissen. Aber ich bin mit denen zufrieden und deswegen habe ich die auch wieder gekauft. Normalerweise macht man sowas auf sein Museumsgerät drauf und fährt dann damit rum. Jetzt kann man mal hier gucken, das ist hier dieser Rubberreifen nochmal. Schauen wir nochmal. Der ist ja auch schon älter. Und ja, jetzt, wenn ich jetzt mal hier genau gucke, auch, also ich bin hier kein Rennfahrer und sonstiges. Er ist nicht schlecht, aber er fühlt sich, wenn ich ehrlich bin, dieses gummihafte Gefühl, obwohl der schon älter ist gar nicht mehr so. Fühlt er sich schon so wie ausgehärtet an. Hier die Oberfläche, da sieht man auch hier am Profil jetzt hier, vielleicht kann man das auf der Kamera irgendwie sehen, dass diese Zacken, ja, hier unterschiedliche Erhöhungen sind, also der hat sich gar nicht gescheit irgendwie abgefahren. Also von der Schräglage irgendwie und so. Ja, also eigentlich, obwohl der mir jetzt keine Probleme bereitet hat, aber hier ist das irgendwie scheiße, ne? Finde ich. So, dann habe ich, wenn ich jetzt nochmal zum anderen gehe, also gehen wir nochmal zum anderen hier. Der ist ja auf jeden Fall schon jetzt langsam abgefahren. Hier sieht man es ja auch schon, und ich fahre auch immer mit viel Reifendruck, deswegen ist auch innen mehr abgefahren, weil ich mit Sozius auch viel fahre und so. Aber man sieht es hier, dass die Außenkante ist jetzt hier nicht mit drin. Also das deutet darauf hin, dass ich hier mehr so gerade unterwegs bin, weniger große Schräglagen habe, weil hier das Profil noch ziemlich gut ist, mittig eher abgefahren wegen hohen Luftdruck, der immer drin ist. Aber was man eben sehen kann, dass der sonst eigentlich gut abgefahren ist, ja. Also hier, das ist klar jetzt vom Reifendruck hier, aber keine unterschiedliche markanten Erhöhungen oder sonst irgendwie. Also das ist auf jeden Fall sichtbar. Und die Reifen, bis jetzt bin ich von den Reifen überzeugt, einfach, ja. Genau, das mal dazu. Die habe ich auch schon ein paar Jährchen. Die hat jetzt hier, jetzt habe ich da 61.000 drauf, ja. Also mit der bin ich auch zufrieden. Schwachstelle bei den MZ hier ist definitiv hier dieser Ansaugstutzen hier. Da zieht er halt Luft rein gerne mal. Das ist so eine richtige Schwachstelle. Da muss man halt immer aufpassen. Aber sonst sind die Kisten geil. Irgendwie fährt sich MZ halt auch wie eine Simpson, nur halt ein bisschen größer.
Und ja, was mich bei denen halt immer begeistert, ist einfach, dass das ist halt ein richtiger halt ein Eisenklotz, ne? Also man sieht hier diesen brachialen Zylinder. Also auch bei der Simson ist ja auch eigentlich brachial, wenn man das Verhältnis sieht zu anderen Mopedless und so. Das ist einfach dieses Massive, ja, was mich hier immer auch begeistert hat. Wenn du jetzt einen Roller anguckst, ist alles irgendwie so filigran und so, ja, geschwächt sieht es eben aus. Und das ist halt einfach dick, ne? Einfach maskulin. Einfach. Und ja, also viele finden die auch hässlich und sagen, boah, was für ein hässliches Ding. Das gibt es natürlich auch. Das ist Geschmackssache. Aber mir gefallen die Kästen hier. Hier nochmal diese Chromfelgen. Chromischen, ich meine diese Beschichtung ist das hier an den Felgen in Gold. Ja, das hat der Vorbesitzer, der hat das damals mitgebracht hierher. Das ganze Ding war schwarz lackiert und das war eben in so einer Goldfassung. Felgen und unten die Telegabel, das ist noch von ihm so, das habe ich so gelassen. Fand ich irgendwie witzig, hat irgendwie so diesen 80er-Look. Klar, der Auspuff ist jetzt nicht mehr der Originale. Der ist jetzt eigentlich nur dran wegen Optik, ne, weil der halt schöner aussieht. Der Originale hat einen besseren Klang gehabt, also mehr so dumpfer, ja. Und der hört sich halt mehr so blechern an. Aber ich finde bei der Simson auch, gibt es wahrscheinlich auch verschiedenere Versionen. Die einen sind, je nachdem wahrscheinlich, was du da für einen erwischt und wie gut die Qualität ist, kriegst du wahrscheinlich dann einen besseren Klang oder weniger gut. Aber sonst von der Leistung her ist der gut. Ja, merkst nicht irgendwie, dass der schlecht wäre. Gerade noch mal gucken, was das für einer war. Ob man das irgendwo hier sehen kann. Das ist kein Originaler, das weiß ich auf jeden Fall. Auch kein türkischer. Ja, kann ich nicht sagen. Ich denke mal, jetzt gucken wir noch mal geschwind, was die Simson sagt. Die für Reifen drauf hat meine Simson. Das ist meine Simson. Die, wo meinen Kanal verfolgen, die kennen die ja schon. Die Schwalbe haben die meisten noch nicht gesehen. Die ist noch nicht drin. Und auch die Avos habt ihr noch nicht gesehen. Diesen Sommer. Aber was gucken wir uns heute mal an? Heute gucken wir uns mal Reifen an. Was habe ich denn da eigentlich drauf? Für alte Brecher hier. Also ich weiß gar nicht, was ich hier drauf habe, ja. Jetzt schauen wir mal. Also hier sieht man es, ja. Rainforce, das ist ein anderer. Ah ja, das ist der Heidenau-Reifen. Den habe ich auch schon eine Weile drauf. Ja, die kommen halt dem Original schon recht nah, finde ich, ja. Also jetzt hier vom Gefühl her, also der fühlt sich jetzt auch irgendwie so an wie der MZ-Reifen. Nicht, also ich würde sagen, auch gleich gut oder schlecht. Ja, der hat jetzt, das ist der K36er Straßenversion. Ja, man sieht, der ist auch schon ein paar Tage alt. Jetzt habe ich vorne drauf. Vorne ist auch ein Heidenau-Reifen drauf. Genau, ja, also ich glaube, das Profil ist ähnlich bei MZ. Also es sind schon gute Reifen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die sich relativ schnell mal abgefahren haben. Naja, der ist auch nochmal der jüngste, klar. Der ist auch der K6. Sind definitiv auch gute Reifen. Ich meine, recht teuer sind sie schon irgendwie. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass die relativ schnell runtergeritten sind. Vielleicht täuscht, vielleicht habe ich auch falsche Erinnerungen, aber wie gesagt, diese Originalreifen sind auf jeden Fall gut. Ja, mit denen hatte ich keine Probleme mit den Originalreifen. Das nächste Auto kommt demnächst und bestimmt hat sich der eine oder andere aufgeregt. Ja, also Heidenau definitiv gute Reifen, aber tatsächlich habe ich trotz des Alters mit den originalen Reifen, wenn du die neu kriegst, wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und die kaufe ich dann halt wieder, wenn man sowas kriegt.
Aber sonst keine Frage. Die sind auch wirklich sehr gut, kommen dem Original sehr nah. Und mit denen ist man sicher unterwegs, keine Frage. Absolut muss. Ja, wer immer unterwegs ist und viel fährt, neue Reifen muss man haben. Aber wer halt den Alten vertraut, der kann auch alt fahren, gell? Muss jeder selber wissen. Also soll jetzt kein Kaufanreiz sein für die Leute, dass sie sagen, boah, ihr müsst unbedingt die alten Knochen kaufen, gell? Also in diesem Sinne, schön, dass ihr heute reingeschaltet habt. Dauert nicht mehr lang, dann kommt das nächste Video. Bei mir ist hier gerade ein bisschen Land unter, deswegen ist es halt so, wie es ist. Ciao, wir sehen uns.